Hallo meine Lieben, hier ist Mo von VR, ich bin Motensen und ich bin seit 3, 4 Stunden aus Island zurück. Und ja, No Man's Sky, natürlich muss ich das angucken. Das passiert jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, ich lade mal meinen Main-Spielstand und dann bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt alles Mögliche gehört von den Leuten. Ne? Sharpie Red Matter 2 und fantastisch und überhaupt und so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen auch habe ich ein bisschen widersprüchliche Sachen gehört über die Framerate. Ja, und das wollte ich mir halt auch mal angucken. So, hier sieht es schon mal gut aus. Sehr klare Schriften, alles cool. Und ich habe keine Ahnung, wie sehr ich mich gefreut habe, ja, als ich das gelesen habe, dass jetzt tatsächlich der Grafikpatch für die PlayStation 2 soweit ist. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Leider könnten sie sowas ja auch nie an. Aha. Okay. So, das hier ist meine Heimatbase. Guckt euch das mal an. Wow. Okay. Okay, das ist beeindruckend. Jetzt sehe ich auch, was die Leute meinen. Ne? Also es ist ein bisschen Jittering da, aber es ist tatsächlich sehr scharf. Wow. Das übertrifft jetzt die PlayStation 5 auf der PSVR 1 Version bei weitem. Ja. Interessant. Das ist ja interessant. Das Tor da jittert wie die Hölle. Aha. Jetzt wo ich hier stehe, geht's, aber der Inhalt jittert da eben so lustig. So, ich muss mal kurz gucken, wie die Steuerung geht. Ich wusste das gar nicht mehr so richtig. Ist ein Weilchen her, dass wir rumgelaufen sind, aber mein lieber Scheuer. Also hier auf dem Dach zu stehen, ist wahnsinnig schön. Ja. Alles, was ich gerade sehe, sagen wir mal, der Felsen da zum Beispiel, ne, der ist circa 20 Meter weg, würde ich sagen. Der sieht einfach klar aus. Auch der Baum daneben, obwohl er sich gerade noch nicht so richtig entscheiden kann, wie sein LOD-Level ist, also sein Level of Detail. Das Raumschiff hier auch bestens. Beim Raumschiff... Oh, so war das nicht gedacht. Beim Raumschiff... Ja, was man aber auch sieht tatsächlich... Ich versuche gerade zu verstehen, was diese leichten Jitterkanten sind. Wir hatten das Thema ja auf der PlayStation VR 1 tatsächlich auch. Ne? Da haben ja manche Spiele gesagt, okay, ich mache jetzt nicht so ein Full Anti-Aliasing, was irgendwie die nicht sehr hohe Auflösung dann auch noch wegblurrt. Und dann hatten wir viele Spiele, die sich für PlayStation VR 1 Verhältnisse relativ scharf anfühlten, aber ein bisschen gejittert haben. Ne? Und das war wirklich eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, mach es so, denn es ist besser, als wenn man insgesamt so ein matschiges, aber ruhiges Bild hat. Und das hier erinnert mich jetzt ein bisschen an, was aber auch interessant ist, ja, natürlich greift hier das Eye-Tracking. Wenn ich jetzt hier runter gucke, sehen die Kanten gut aus. Wenn ich hoch gucke, merke ich aber so ganz bisschen hier unten in der Peripherie, ja, also da, wo ich nicht hingucke, dass es ein bisschen unruhig ist. Okay. Aber das ist definitiv super machbar. So, das hier ist der Frame-Test. Okay. Interessant. Ich bin ja für die Frame-Verdoppelung, die manche PlayStation 2 Spiele machen, ja, also diese Reprojection, nicht sehr empfindlich. Also ich empfinde es trotzdem als angenehm, wenn ich mich jetzt drehe. Aber dieser rote Laser hier, wenn ich mich drehe, ich weiß nicht, ob man das bei euch auf dem Bild sieht, man es wahrscheinlich nicht, ja, dann zieht er so ein bisschen hinterher. Ja? Also während der Drehung sehe ich ein paar. Also ich würde jetzt auch annehmen, dass das ein Zeichen ist für irgendeine Reprojection. Ich gehe mal ein bisschen durch die Gegend. Es fühlt sich aber für mich absolut flüssig an. Ja? Also da ist nichts, was unangenehm ist. So, wie war denn das? Man geht so ein bisschen zur Seite. So, hier zum Beispiel, während ich so eine Bewegung mache, seitlich, merkte man bei Horizon Call of the Mountain so ein bisschen Stutter. Das merke ich hier nicht. Interessant. Ja, also für mich fühlt sich das hier absolut flüssig an. Vielleicht kriegen wir ja nochmal aus den Entwicklern raus, mit welcher Framerate das hier jetzt wirklich läuft. Wir haben auf der PlayStation VR 2 mehrere Optionen. Ja, grundsätzlich kann die 60, 90 und 120 FPS darstellen. Und einige Spiele, wie zum Beispiel Horizon Call of the Mountain, läuft mit 60 und macht dann eine Reprojektion auf 120.
Die Entwickler von Synapse haben mir gesagt, sie machen 45 und Reprojection ist auf 90. Synapse fühlt sich aber auch total flüssig an, also das weiß ich auch nicht. Und es gibt da natürlich viele Spiele, die nativ mit 90 laufen, ein paar sogar nativ mit 120. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke manchmal minimal die Unterschiede, aber auch bei den Reprojection-Spielen ist es für meine Wahrnehmung nie ruckelig oder so. Ja? Da reagiert jeder ein bisschen anders. Okay, also hier auf meiner Homebase, ich werde jetzt nur Orte besuchen, die ich schon kenne, damit ich das halt gut vergleichen kann. Es ist fantastisch. Auf der PlayStation VR 1 und natürlich auch später auf der PlayStation VR 2 bisher waren solche Wälder zum Beispiel da hinten. Ja? Das war ein einziger schmufer Haufen. Da hat man überhaupt nicht mehr wirklich gesehen, dass das separate Objekte sind. Und das ist jetzt klar erkennbar. Die sind aber, auch wenn ich jetzt direkt hingucke, also sozusagen im besten Spot bin, sind die so ein bisschen am Rumeiern ein bisschen, ja. Also da sieht man auch so ein bisschen Unruhe. Ich bin wirklich noch ein bisschen gespannt, wie sich langfristig das auswirkt, dass man in der Sichtperipherie halt so ein bisschen Unruhe hat. Ja, also ich gucke jetzt hier geradeaus, aber irgendwie merke ich trotzdem, hier unten läuft das jetzt in einer geringen Auflösung. Ja. Wenn ich hingucke, natürlich nicht, aber irgendwie merkt man es noch ein bisschen. Cool. Dann machen wir mal einen Raumstation-Test. So, was aber interessant ist hier, dieser Effekt, der da drin abläuft, ne, dieser Swirl, der ist definitiv total pixelig. Ja. Das ist eine Geschichte, das ist mir auch schon bei Wasser aufgefallen. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin. Nicht gegen den Strom. Warum? Wer bist du? Muss ich dich hier erstmal... Ich glaube, ich muss ihn ein bisschen auftanken mit irgendwas. Ich hoffe, ich habe Treibstoff. Technologie aufgeladen. Klar. Haben wir alles. So, interessant ist, dass die Gräser sehen fantastisch aus, ja. Also, die werden erst auch so... Gott, das ist wirklich schwer einzuschätzen manchmal. Ja, da merkt man eigentlich nicht, dass die ein bisschen jitteriger werden. Aber ich glaube, an das Eye-Tracking ist aber auch ein Level of Detail gekoppelt, ja. Also wenn ich da hingucke, verändert sich auch teilweise das Gras oder die gesamte Struktur so ein bisschen merkbar, wenn man darauf achtet. Was eigentlich bedeutet, dass da die Modelle oder die Texturen, die drauf sind, ein bisschen geändert werden. Also das ist dieses Level of Detail-Thema. Aber solche Felsen zum Beispiel, ich gehe jetzt mal rückwärts, gucke den weiter an. Sogar der da hinten jetzt, der ist 30 Meter weg oder so, ja, der sieht halt einfach knackenscharf aus. So, auch der da hinten bei dem grünen Knirps ist, bei diesem Schnürksel, das sieht auch immer noch fantastisch aus. Auch so ein Hügel oder so. Ja, also auch die Weitsicht ist jetzt hier wirklich, wirklich gut. So, wir fahren mal irgendwo hin, würde ich sagen. Wo ein bisschen mehr los ist, denn das ganze System hier, No Man's Sky, hat ja auch dynamische Auflösung. Gucken wir mal, kreativ. Ja, das ist perfekt auch. Da ist ein Riesengebäude von Grader. Das können wir mal prüfen. So, der hier, ja, der Warp-Effekt, der sah bisher auf der PlayStation VR 2 aus, als wenn da irgendwas kaputt ist, ja. Weil der so low-res und komisch war. Jetzt alles fantastisch. An dem Tag, an dem ich das erfahren habe, haben wir gerade mitten im Nirgendwo in Island gepicknickt. Ja? Wir sind einfach mit dem Auto angehalten an der Küste, haben gepicknickt. Das war sowieso fantastisch und irgendwie irreal. Und ich war wirklich, wirklich happy, als ich das gehört habe. So, hier sieht es einfach krass aus, ja? Das Gras. Ich liebe diesen Planeten, weil er so rot ist. Der ist schön. So, und ich habe ja auch seinerzeit verschiedenste Tests gemacht mit verschiedensten PCs. Ja, ich hatte ja mal ein Notebook mit einer RTX 3080 und so weiter und so weiter. Und habe auch in meinen Arbeits-PC Grafikkarten drin gehabt. Ich glaube, das Maximalste da war auch eine 3070 oder so. Und ja, ich habe da nie geschafft, irgendwie... Also ich habe da maximal bei einer Auflösung, die ein bisschen
besser war als die von der PSVR 1, habe ich da immer 50 Frames pro Sekunde hinbekommen, ja. Also nie flüssig und nie hochauflösend. Das war echt ein Drama. Da war die PSVR 1 Version auf der PlayStation 5 Gold gegen. Und das hier ist jetzt das Beste, was ich bisher gesehen habe. Also es kann gut sein, dass das Leute mit einer 4090 oder sowas mit der Geschichte hier, oh Gott, ich kann gar nicht mehr fliegen, klarkommen. Jetzt wird es aber interessant, ja. Also dieses Gebäude hier ist wirklich sehr komplex. Und dann gucken wir mal, wie sich sowas auswirkt. Ich glaube, ich muss tiefer stapeln oder fliegen. So, ich gucke auch gleich mal aufs Cockpit hier, dann gucken wir uns auch mal alles an. Kann ich schon mal hier landen? Ja, danke. So, also das war auch immer ein Thema, ja, das Cockpit. Da konnte man auf der PSVR 1 am Anfang auf der PlayStation 4 und Pro wirklich kaum diese Displays erkennen. Ja, jetzt ist hier wirklich alles super knackscharf. Und das gibt dann auch endlich mal die Möglichkeit, die ganzen Shader hier wirklich zu sehen. Ja, seht ihr es im Cockpit? Das ist nicht nur einfach Texturen oder so, sondern da sind Materialien aus verschiedenen Layern, die dann aussehen, als wenn das quasi beschichtetes Metall wäre und das aber auch used ist, ja, und so Strukturen hat, die halt entstehen, wenn man das Zeug eine Zeit lang benutzt. So. Okay. Der Vorteil bei der PlayStation 5 Version generell, das ist ja die Next Generation Version, ja, ist natürlich, dass es sowieso mehr Details hat als die PS4 Version seiner Zeit. Ich finde, beim normalen Spielen springt dann das aber nicht so an, das hat mich nie gestört. Und jetzt haben wir das in VR und wirklich scharf. Ja. Einfach so, die Felswände haben sehr viele Strukturen. Hier die Texturen und sowas. Wobei, wenn man nah dran ging bei der bisherigen PlayStation VR 2 Version, dann sah das ja auch so aus. Ja. Aber drumherum war es alles matschig. Und jetzt sieht es einfach super aus. Da hinten zum Beispiel sehe ich jetzt, das ist ein guter Moment, weil da ein schöner Kontrast zum schwarzen Felsen ist, ja. Also hier ungefähr 25 Meter von mir entfernt die Kante des roten Rasens vor dem schwarzen Felsen, ja. Die ist tatsächlich auch ganz schön am Jittern, ja. Aber sowas kriegt man halt auch nur mit, wenn direkt Kontraste passieren. Wenn irgendwas Helles vor irgendwas Dunklem ist. So. Diese Basis hier zum Beispiel, ja, die ist wirklich, wirklich sehr komplex. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was passiert. Ich habe das Gefühl, bumm, dass jetzt aber auch tatsächlich die Auflösung ein bisschen runtergegangen ist. Ja? Also ich bilde mir ein, ich sehe jetzt an der Tür hier gröbere Strukturen, als ich eben noch an meiner Basis gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Und, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, aber hier zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass es auch von der Bildfeder, also hier merke ich so ein bisschen zuckeln, wenn ich so seitlich gehe, ja. Also vielleicht ist das Reprojection, das weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir nochmal rausfinden. Ich habe einen Tweet des Typen gesehen, der bei den No Man's Sky Entwicklern dafür verantwortlich ist, das hier gemacht zu haben. Vielleicht kann man ja mal ein paar Fragen stellen. Ja, okay, hier gibt es echt merkwürdige Effekte, wenn man durchs Fenster guckt. Der Seeständer oder was auch immer das ist. Aber auch wenn ich jetzt stehe, hat er so eine Art Echo. Grafisches Echo. Das scheint aber irgendwie ein Effekt zu sein der Refraktionsberechnung, ja, also der Glasbrechung. Ja, definitiv. Also jetzt haben wir, diese Statue hat jetzt auch irgendwie so einen digitalen Zwilling. Ich habe allerdings sowieso nicht Ahnung, wie No Man's Sky konkret das Stereo-Bild erzeugt. Ja, was für eine Technik die da benutzen. Wenn ich hier durchgucke, ist alles gut. Ja, also auch hier funktioniert es. Wie gesagt, es ist eine sehr komplexe Basis. Und hier geht definitiv die Auflösung runter. Aber es sieht immer noch alles scharf und gut aus. Also das kann man jetzt super benutzen. Ja? Das ist jetzt ein Spiel, in dem man sein kann. Das war bis vor dem Patch wirklich nicht so. Ja? Ich habe mehrere Anläufe versucht. Ich habe immer wieder gedacht, nee, guck's nochmal rein, das kann doch nicht sein. Aber ich habe dann immer nach einer halben Stunde aufgegeben, weil es einfach keinen Spaß machte.
Und ich war mit der PSVR 1 Version auf der PS5 am Ende eigentlich sehr zufrieden. Ja? Das fand ich gut. Aber die PlayStation VR 2 Version sah meiner Meinung nach wirklich schlechter aus. Die hatte eventuell eigentlich die gleiche Auflösung, aber irgendwas daran wirkte total merkwürdig. So, und hier ist jetzt wirklich, das macht einfach Spaß. Ja, man geht jetzt hier eine Wiese lang und es sieht aus, wie es sein soll. So, ich weiß jetzt leider nicht. Ich wette aber, Grader hat ja auch irgendwo ein Portal, damit wir uns mal das nächste angucken. Beziehungsweise, nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal den Astronautentest, denn was auch gesagt wurde von den Stimmen, die ich bisher gehört habe, wenn man im Weltraum ist, wird es halt ultra scharf. Und das macht eigentlich Sinn, wenn man überlegt, na, fliegt, dass es halt dynamische Auflösung hat, ne? Achso, und das Wasser wollte ich auch mal angucken. Weil diese Gischteffekte auf dem Wasser, die sahen bisher immer bescheuert aus. Oh, das geht aber jetzt. Das sieht auch besser aus, ja? Also bisher sahen die immer aus, als wenn sie nochmal die Hälfte der Auflösung haben wie der Rest der Grafik, was einfach auch weird aussah. So, und das macht jetzt auf mich gerade auch einen viel besseren Eindruck als sonst. Das wirkt jetzt wirklich, als wenn es auf dem Wasser ist und nicht, als wenn es so ein verschmierter Effekt ist, der an der Position des Wassers rumhängt. Alright, kann man machen. Dann Weltraumbabys. Und im Weltraum hat es auch jede Menge Grund, scharf zu sein, denn hier sind einfach jetzt nicht mehr viele Details. Ja, da sind ein paar Planeten und so weiter. Und was ist da für eine grüne Wolke hier? What? So, Impuls. Weiß auch gar nicht, ist das die Raumstation? Jo, eiern wir mal hin. Oh, ich muss auch noch ein bisschen üben. Ich habe die PSVR 1 Version sehr viel mit dem Gamepad gespielt, ja, und gar nicht so viel mit den freien Händen. Aber zum Schluss habe ich das auch gemacht, weil ich mich da ein bisschen mehr dran gewöhnt hatte. Aber die Raumschiffe zu fliegen fand ich tatsächlich, so, wir machen mal halt, fand ich immer mit dem Gamepad viel angenehmer. So, ja, es ist halt wirklich fantastisch. Ja. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt gerade die maximal mögliche Auflösung erleben. Die Displays sehen perfekt aus. Man kann sämtliche Kratzer und Strukturen hier auf den Gläsern erkennen. Ja, also die Screens sehen halt aus, als wenn das so ein LED-Screen ist und davor noch eine Glasscheibe. Und die ist halt echt so ein bisschen touchy und dann sind auch Kratzer drauf. Ja, alle Elemente hier im Cockpit sind gerade einfach maximal scharf. Das sieht wirklich gut aus. Fantastisch. So. Bei Raumstationen gab es auch immer so Effekte, weil da zum Beispiel Reflexionen im Boden waren, die auch nicht immer mit derselben Auflösung gerendert wurden. Hey, Moment mal, was ist los? Wie der Rest des Ladens. Ey, warum hört denn der mal auf, wenn ich loslasse? Ist das so? Hä? Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ja. Achso, wenn ich die Griffe anfasse, dann... Alles klar. Ich gucke mich ein bisschen um und gucke mal alles an. Alright. So, Raumstation. Der letzte Test wird übrigens die Anomalie sein, ne? Das wisst ihr, oder? Die müssen wir uns auch angucken. Denn das ist ein Ding... Das habe ich immer direkt verglichen, auch mit der PC-Version etc. Und an der Anomalie konnte ich auch immer sehen, wie viel mehr Auflösung da ist. Ja, warte mal, das ist die Anomalie. Okay, das ist nicht die Raumstation. Ah ja, okay, interessant. Also von der Ferne jittert es hier noch ordentlich, jetzt wo wir hier sind, alles gut. Aber jetzt wird es interessant. Entschuldigung, dass ich das verwechselt habe, aber ich bin natürlich auch gerade ein bisschen aufgeregt. Also hier sieht natürlich alles gut aus, jedes Detail sieht super aus, aber jetzt machen wir mal den Test. Hier habe ich jetzt oft gestanden
und die verschiedenen damals existierenden PlayStation-Versionen immer verglichen miteinander, um rauszufinden, was sich verbessert hat. Ja. Und hier sah man immer, weil es sind einfach viele Strukturen mit sehr viel Weitsicht, hier sah man immer wirklich sehr deutlich geringe Auflösung. Diese Säulen, die jetzt hier links und rechts sind, die sehen aber gerade quasi perfekt aus bei mir. Da sieht man keine geblurrten Pixel oder sonst was, ja. Das sieht wirklich gerade perfekt aus. Interessant ist der Ring, der sich dreht. Das sind leuchtende Teile, da entstehen natürlich starke Kontraste und da zum Beispiel, beziehungsweise auch diese würfelähnlichen Strukturen mit den Leucht-Neon-Sachen drauf, ja, da wackelt es schon so ein bisschen in sich. Aber diese Straße hier, die nach vorne, die sehe ich zum ersten Mal, Leute. Also, die habe ich noch nie wahrgenommen. Weil das sonst wirklich immer in so Matsch versumpfte. Was jetzt interessant ist, ja, das werde ich auch erst später auf dem Social Screen sehen. Ob ihr seht, dass es in der Peripherie hier weniger aufgelöst ist. Das kann ich auch erst beantworten, wenn ich selber dieses Video jetzt sehen werde. Da müssen wir mal gucken. Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade auf den Ring, ja, auf diese Ringstruktur und merke aber so ein bisschen in meiner Sichtperipherie, dass hier unten jetzt ein bisschen Geflimmer los ist. Wenn ich hingucke, ist das alles gut. Wenn ich hochgucke, ja, dann merke ich so, dass da Unruhe existiert. Also da ist jetzt die lowere Auflösung vom Dynamic Forward Rendering. So. Aber trotz alledem, ja, also die ganzen Strukturen. Ich sehe zum ersten Mal, dass die Decke auch Texturen hat. Kein Scheiß. Und ja, dass hier viel mehr Strukturen sind, als ich jemals wahrnehmen konnte. Denn diese Station war immer sehr, sehr blurry. Ich glaube, ich habe auf Netzwerk aus, also Multiplayer habe ich gerade ausgestellt, deswegen ist ja auch leider jetzt gar kein anderes Raumschiff. Aber mein lieber Scholli. Ja. Sehr, sehr gut. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich demnächst irgendwelche Livestreams mache in No Man's Sky, und das wird ja offensichtlich definitiv passieren, dann werde ich weiterhin noch jedes Schräubchen hier umdrehen. Was aber interessant ist, ja, das hat man in anderen Spielen nicht so sehr, dass man tatsächlich, wie gesagt, so ein bisschen merkt, dass hier dynamisches Forward Rendering ist. Ja, das, was ich vorhin erzählt habe, dass der Rasen, wenn ich weggucke und wieder hingucke, irgendwie schnell die Struktur ändert. Ja, dass das nicht in einem Nicht-Wahrnehmer-Modus passiert, was eigentlich die meisten Spiele hinkriegen. So, das hat No Man's Sky offensichtlich nicht. Können wir mal gucken, ob wir noch ein gutes Beispiel finden für irgendeinen Level of Detail-Effekt, der irgendwie einploppt. Aber weiß nicht, hier bei den Stationsdetails sieht das jetzt eigentlich alles von der Geometrie her gut aus. Da verändert sich gar nichts. Aber ich merke es manchmal so in meiner Sichtperipherie. Also da, wo man nicht hinguckt, dass da irgendwas passiert. Das ist auch tricky mit Eye-Tracking, ne? Bei festen Forward Rendering, was ja zum Beispiel bei der Quest viel benutzt wird, wo explizit in der Mitte es schärfer ist und zum Außenrand wirklich blockig wird. Das funktioniert ja auch, wenn man einfach den Kopf mehr bewegt, ne, und nicht so viel die Augen. Dann funktioniert das ja, dann sieht man eigentlich immer gut und Peripherie ist ein bisschen egal. Aber wenn man da explizit nach rechts oder links guckt, dann sieht man richtig krasse Pixel. So, mit dem Eye-Tracking, wo quasi die Schärfe unserem Blick folgt, funktioniert das halt leider nicht. Da muss man so ein bisschen irgendwie ahnen, was da hinten los ist. Ja, wenn ich jetzt hier runter gucke, versuche ich gleichzeitig zu ahnen, was mit den Ringen passiert. Das geht nicht. Hey, aber wisst ihr was, wir können das Dynamic, wir können einfach das Eye-Tracking mal ausschalten und mal gucken, was dann passiert. Soll ich das mal machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann, solange ich was aufnehme. Ich versuche das trotzdem gleich mal, ansonsten endet jetzt die Aufnahme. Ja, aber für mich ist es jetzt tatsächlich die beste Qualität, die ich jemals gesehen habe in No Man's Sky. Ja. Egal was für ein PC-VR-Headset ich dann an welchem PC hatte,
Also von der Index über die Quest und Pico und alle möglichen Geräte, die es zwischendurch mal gab, so eine G2 zum Beispiel auch und so weiter und so weiter. Ich habe halt, auch wenn ich gesagt habe, scheiß doch mal auf die Framerate, ich pumpe jetzt mal die Auflösung hoch. In so einer Auflösung, die ich jetzt gerade sehe, habe ich auf keinem mir zur Verfügung stehenden PC noch eine spielbare Framerate gehabt. Ja, das war wirklich absurd. Und das ist jetzt hier einfach ein Spiel, das man benutzen kann und will. Denn unter der Haube ist No Man's Sky natürlich fantastisch. Ja? Man kann hier die bescheuertsten Abenteuer erleben. Mit Freunden zusammen natürlich auch und sogar Fremden. Ja? Das geht ja auch, wenn ihr eine Netzwerkfunktion anschaltet. So, ich mache jetzt trotzdem mal den... So. Und dann gucke ich mal. Blickerfassung. Aus. Aha. Okay. Okay. So, ich habe jetzt die Blickerfassung ausgeschaltet. Und das ist faszinierend. Also, jetzt jittert es mehr. Also die Auflösung ist geringer. Aber es sieht immer noch wahnsinnig besser aus als vorher. Ja, also die haben auf der ganzen Linie optimiert. Bemerkenswert. So, ich weiß nicht, ob sich für euch auf dem Social Screen jetzt viel geändert hat. Ja, also die Säulen hier zum Beispiel, da jittert immer noch nichts. Allerdings... Nee, das ist merkwürdig. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich das Eye-Tracking ausschalte, ja, das ist jetzt gut zu erkennen, dann schaltet er auf halt das klassische Forward Rendering. Ja? Hier an meiner rechten Seite jetzt sehe ich es nämlich richtig krass flimmern. Also das ist richtig der klassische Forward Rendering Effekt jetzt. Ja? So, das bedeutet aber auch, dass Leute, die aus irgendeinem Grund das Eye-Tracking nicht benutzen können, hier einen großen Vorteil haben. Es wird nicht so gut versteckt wie beim dynamischen Forward Rendering, ja? Aber es sieht tatsächlich klasse aus jetzt auch. Ich muss allerdings mehr den Kopf drehen, damit dann die Sachen, die ich angucke, scharf sind. Ne? Also jetzt diese Säule mit den ganzen Neon-Sachen sieht gut aus. Drehe ich den Kopf und sehe sie jetzt nur hier im Rand, da ist echt gutes Geflimmer. Aber der Gesamteindruck ist eigentlich immer noch deutlich besser als vorher. Großartiger Kram. Fantastisch, ich bin echt begeistert. Das hätten sie wirklich, wirklich schon vorher machen können. Ja, also festes Forward Rendering. Das hätten sie schon vorher machen können. Die ganze Zeit. Großartig. So, ich würde sagen, für alle, die jetzt noch weiter interessiert sind, also ich genieße übrigens hier die ganze Zeit die neue Schärfe und die Details, die man jetzt zum ersten Mal sieht, ja. Mit den ganzen Texturen und so. Das sieht jetzt wirklich... das hat nicht dieselbe gestalterische und im Detail Qualität wie zum Beispiel ein Red Matter oder so, ja. Aber die technische Qualität ist tatsächlich groß. Ja, also man kann jetzt einfach hier die Objekte und ihre Strukturen sehen. Ja. Die Polygondetails sind in No Man's Sky noch nie sehr hoch gewesen, ja. Auch gerade an den Raumschiffen sieht man das. Die sind halt wirklich so, dass es also gerade so reicht, ja, wenn man sich hier mal so eine Engine anguckt und so, da kann man tatsächlich den Poly-Count, also die Anzahl der Polygone sehen. Ja, hier ist nichts wirklich absolut rund oder so, aber das ist okay, das ist schon immer so, es ist ein super komplexes Open-World-Spiel. Das macht hier einen gigantischen Job und sogar für Leute, die das Eye-Tracking nicht nutzen können, ist das hier ein immenser Vorteil jetzt durch das Update. Ich finde das tatsächlich gerade vollkommen unproblematisch. Ich könnte auch so problemlos spielen. Ich hatte das Gefühl, dass es mit dem Eye-Tracking halt noch ein Mühe schärfer ist jetzt bei diesen drehenden Neonkreisen da. Ja. Naja, und man hat explizit, weil ich jetzt die Augen nur nach rechts bewegen kann, jetzt sehe ich halt die lowe Version des Spiels, die man normalerweise nicht wahrnimmt. Ja, aber wenn man hier jetzt ein bisschen mehr den Kopf bewegt, dann hat man eigentlich
dasselbe wie die Leute, die mit Dynamic Forward Rendering einfach nur die Augen bewegen wollen. Großartig. Wirklich, wirklich fantastisch. Ich will das jetzt ja auch nicht allzu lang machen. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon ist. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich bin begeistert, Leute. Echt jetzt. Schauen wir mal, was das noch wird mit No Man's Sky. Das ist ja jetzt quasi unser Äquivalent zu Starfield. Damit müssen wir jetzt erstmal auskommen. Und für mich hat das jetzt aber, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als ich gestartet bin, ich habe schon irgendwie fast 100 Stunden auf dem Zettel. Irgendwie, doch, es sind insgesamt 100 Stunden. Ich habe hier auf der PlayStation, also seit der PlayStation VR1-Version irgendwie fast 100 Stunden und dann immer mal wieder irgendwie hier 20, 30 Stunden für irgendwelche Expeditions. Auf dem PC habe ich, glaube ich, auch 40 Stunden oder so. Also ich habe mir das schon sehr gut gegeben und bin auch oft wirklich mit offenem Mund einfach auf diesen ganzen Planeten rumgewandert, weil das so ein schönes Gefühl ist, dass man keine Grenze hat und überall hin kann. Ein wirklich fantastisches Spiel. Und seit dem Update gibt es ja auch noch mehr Story und eine neue Rasse und so. Ach so, ja. Das werde ich mir jetzt demnächst mal alles angucken. Aber jetzt, wo ich aus dem Urlaub bin, muss ich natürlich auch noch erstmal in Firework gucken und in Sierra Squad und so. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Falls ihr noch was wissen wollt, ja, falls ich noch irgendwas testen soll mit der Grafik oder so, schreibt es mir einfach drunter. Oder wenn ihr irgendeine Meinung zu irgendwas habt, schreibt es einfach drunter. Ich freue mich. Über ein Däumchen freue ich mich auch. Abonniert ruhig. Ich bin erstmal raus. Bis dann, Mutanzen Move an VR. Immer für euch da. Tschüss, tschüss.